Willkommen zu meinem Video über das Plusquamperfekt, eine der wichtigsten Vergangenheitsformen in der deutschen Sprache. Viele Lernende finden es zuerst ein bisschen kompliziert. Aber keine Sorge, heute erkläre ich euch alles ganz einfach, Schritt für Schritt, mit vielen Beispielen. 1. Was bedeutet Plusquamperfekt? Das Wort Plusquamperfekt kommt aus dem Lateinischen und bedeutet mehr als vollendet. Es zeigt also eine Handlung, die noch früher als das Perfekt oder Präteritum passiert ist. Ich hatte gegessen, bevor ich zur Arbeit ging. Ich hatte gegessen, bevor ich zur Arbeit ging. Zuerst gegessen, danach zur Arbeit gegangen. Zweibildung des Plusquamperfekts. Das Plusquamperfekt wird dem Präteritum von haben oder sein plus dem Partizip 2 des Hauptverbs. Struktur: Subjekt plus hatte oder war plus Partizip 2 plus Rest des Satzes. Beispiele: Ich hatte gelernt, bevor der Test begann. Ich hatte gelernt, bevor der Test begann. Sie war aufgestanden, bevor der Wecker klingelte. Sie war aufgestanden, bevor der Wecker klingelte. 3 Wahl zwischen haben und sein. Wie beim Perfekt gibt es klare Regeln. Haben wird mit den meisten Verben benutzt, vor allem mit transitiven Verben, die ein Objekt haben. Beispiel: Ich hatte den Brief geschrieben. Sein wird mit Bewegungsverben oder Verben der Zustandsveränderung benutzt. Beispiel: Er war ins Kino gegangen. Tipp: Wenn du im Perfekt sein benutzt, benutzt du es auch im Plusquamperfekt. 4. Wann benutzt man das Plusquamperfekt? Wir benutzen das Plusquamperfekt, wenn zwei Handlungen in der Vergangenheit beschrieben werden und eine davon früher passiert war. Beispiele: Als ich ins Kino ging, hatte der Film schon angefangen. Als ich ins Kino ging, hatte der Film schon angefangen. Nachdem ich gegessen hatte, bin ich spazieren gegangen. Nachdem ich gegessen hatte, bin ich spazieren gegangen. Er war müde, weil er nicht gut geschlafen hatte. Er war müde, weil er nicht gut geschlafen hatte. 5. Typische Signalwörter. Man erkennt das Plusquamperfekt oft an bestimmten Wörtern. Bevor, nachdem, schon, bereits, noch nicht. Ich hatte das Buch schon gelesen, bevor der Film kam. Ich hatte das Buch schon gelesen, bevor der Film kam. 6 Satzstellung. Im Plusquamperfekt steht das Hilfsverb hatte war auf der zweiten Position
und das Partizip 2 steht am Ende des Satzes. Ich hatte gestern meine Hausaufgaben gemacht. Ich hatte gestern meine Hausaufgaben gemacht. In Nebensätzen, zum Beispiel mit bevor, nachdem, steht das Hilfsverb am Ende. Bevor ich ins Kino ging, hatte ich gegessen. Bevor ich ins Kino ging, hatte ich gegessen. Nachdem er angekommen war, ging er schlafen. Nachdem er angekommen war, ging er schlafen. 7 Vergleich. Perfekt versus Plusquamperfekt. Zeitform. Beispiel. Bedeutung. Perfekt. Ich habe gegessen. Handlung in der Vergangenheit. Plusquamperfekt. Ich hatte gegessen. Handlung vor einer anderen Vergangenheit. Das Plusquamperfekt beschreibt also eine Vorvergangenheit, etwas, das schon passiert war, als etwas anderes passierte. 8 Übungen. Neun häufige Fehler. Viele Lernende benutzen das Plusquamperfekt zu oft. Man braucht es nur, wenn man 2 Handlungen in der Vergangenheit unterscheiden möchte. Ich hatte gestern Fußball gespielt. Falsch, wenn es keine zweite Handlung gibt. Ich hatte Fußball gespielt, bevor ich duschen ging. Ich hatte Fußball gespielt, bevor ich duschen ging. Das Plusquamperfekt klingt vielleicht schwierig, aber es ist sehr logisch. Wenn du weißt, wie man das Perfekt bildet, kannst du auch das Plusquamperfekt ganz leicht verstehen. Denk immer daran. Es zeigt etwas, das schon passiert war, bevor etwas anderes geschah. Übe regelmäßig und bald wirst du es automatisch richtig verwenden.